So, meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute geht es mal um ein Video. Zu dem Thema bin ich in letzter Zeit öfters gefragt worden, gerade im Zusammenhang mit Importverzeichnissen für Paperless. Und da gibt es jetzt einfach auch noch einmal hier den Hinweis und die Vorgehensweise, wie Mac OS und Windows sich denn im Netzwerk miteinander verbinden lassen. Dazu gehört auch, dass Mac OS ein Unix-System ist und Unix Linux sehr ähnlich ist und im Netzwerk mit SMB zum Beispiel auch voll identisch ist und Windows SMB auch unterstützt. Windows auch unterstützt. Diesen Punkt sollten wir uns nochmal ganz kurz durch die Nase gehen lassen. Durch den Kopf. Steve Jobs haben sich damals, wo er noch gelebt hat, mit Bill Gates damals geeinigt, dass man zusammenarbeitet. Apple hält sich da draus, unterstützt Windows. Microsoft unterstützt Apple und Linux zum Beispiel wieder einmal nicht. Sie kochen ihr eigenes Süppchen. Deshalb wirst du auch nie den Luxus genießen, dass du SMB-Freigaben oder Linux- bzw. Mac-Geräte im Windows Explorer unter der Netzwerkumgebung siehst. Die werden dir da nicht angezeichnet, obwohl der Mac oder ein Linux-Laufwerk die Windows-Maschinen anschlusslos anzeigen. Ist ein Ding, damit musst du leben. Ist aber auch nicht so wichtig. Das ist ein Schönheitsfehler, würde ich einfach mal sagen. Lass mal das mal so stehen. So, wir beziehen uns hier auf dauerhafte Verbindungen. Wir wollen das so einrichten, dass wir die Netzwerklaufwerke immer dann zur Verfügung haben. Dass wir also quasi eine feste Festplatte haben, die halt nur auf einem anderen Rechner ist. Dieser andere Rechner muss natürlich laufen. Ist der PC aus, könnt ihr auf das Laufwerk nicht zugreifen. Ist auch wieder klar. Netzwerklaufwerke sind virtuelle Festplatten, die ein Heim- oder Büronetzwerk. Statt Dateien per USB-Stick oder E-Mail zu transportieren, legen Sie sie auf einen freigegebenen Ordner ab. Das sind unsere Netzwerklaufwerke. Und berechtigte Computer bzw. Benutzer können darauf zugreifen. Perfekt für zum Beispiel Familienfotos, gemeinsame Projekte, Backups, gemeinsamer Schriftverkehr, was man auch so alles denn hat. Was wir hier lernen in diesem Video ist jetzt einmal Ordner auf dem Mac für andere freigeben, Windows-Freigabenamen auf Ihren Mac nutzen, diese Verbindung dauerhaft einrichten. Alles ohne technische Spezialkenntnisse. Vom Prinzip ist es eigentlich recht easy. Wir gehen hier auch nicht auf Skripte ein, die große Konzerne und große Firmen verwenden, sondern wir gehen rein über die Anwenderoberfläche und beschränken uns da auf Explorer, Finder und so weiter, was wir da haben. Die Bordmittel, die man eigentlich so in einem kleinen Netzwerk zu benutzen, ausreichen. Die Grundlage hier für die ganze Geschichte ist, immer SMB verwenden. Windows und Linux sind da nun mal anderer Meinung. Ich wollte das jetzt markieren, jetzt markiert das. Windows und Mac verwenden andere Protokolle, deshalb muss man sich auf ein Protokoll einfach einigen, was fürs gesamte Netzwerk funktioniert. Und das ist SMB. Kurz gesagt, das haben wir dann hier unten. Wenn Sie ein Netzwerklaufwerk einrichten, denken Sie einfach SMB, dann klappt das mit den gängigsten Betriebssystemen. Das ist also quasi so die Standardlösung. Unter Windows muss man auch nichts nachinstallieren, das kann das Ding von selbst. Wir werden das auch sehen, wir installieren da eigentlich jetzt gar nicht als zusätzliche Software. Wir schreiben auch keine Skripte, sondern verbinden einfach nur unsere Laufwerke und geben diese frei. So, den Anfang machen wir dann mit der ganzen Geschichte. Netzwerk auf einen Mac dauerhaft verbinden. Das heißt, wir möchten jetzt ein Windows-Verzeichnis auf einen Mac dauerhaft verwenden. Das ist vom Prinzip ganz einfach. Allerdings müssen wir jetzt dafür mal hier die Ansicht ein bisschen wechseln. Wir brauchen jetzt nämlich den Fullscreen. Sonst kann ich euch das nicht zeigen, weil hier nämlich dann verschiedene Fenster sind. Dann klappt das mit der Anwendungsaufnahme nämlich nicht so. So, und wir gehen hier oben auf Gehe zu und verbinden uns erstmal mit dem Server. Um jetzt dem Mac klar zu machen, ich habe hier ein Netzwerklaufwerk, mit dem ich arbeiten möchte, muss ich dieses Laufwerk erst einmal verbinden. Da habe ich jetzt zum Beispiel mein MSI, das ist der Notebook, auf den ich jetzt zugreifen möchte. Jetzt habe ich die IP-Adresse erwischt, okay, das ist egal. Kommt auf denselben Rechner raus. Der sagt, er möchte sich verbinden. Wir sagen verbinden. So, und jetzt müssen wir uns hier einmal anmelden. Ich nehme jetzt mal die gute alte Amanda dafür her. Was war das Passwort? Und wichtig ist, Passwort im Schlüsselbund sichern. Sonst musst du das Passwort jedes Mal, wenn du ein Mac eine Verbindung zu dem Kistchen herstellt, dein Kennwort eingeben. Das ist etwas nervig, deshalb setzt hier einfach das Häkchen. Und damit ist die Sache eigentlich auch erledigt.
So, jetzt werden dir alle Maschinen angezeigt. Nein, jetzt werden dir alle Laufwerke angezeigt, die du hier zur Verfügung hast. Und mich interessiert jetzt hier dieses Paperless EML Import Verzeichnis einfach. Doppelklicken. Und du siehst hier rechts auf der Seite, habe ich das jetzt halt auch schon. Na, er schaltet hier auch gleich direkt um, wie du siehst. Ich bin jetzt also direkt hier mit meinem Laufwerk verbunden. Rutschen wir mal ein bisschen runter, die IP-Adressen kommen hier unten. Hier ist mein Netzwerklaufwerk. Ich kann das auch hier direkt anklicken. Dann sehe ich auch wieder alle Laufwerke, die das Notebook zur Verfügung stellt. Dieses Laufwerk ist verbunden. Das sehe ich hier an diesem Pfeil. Ich kann es hier auswerfen. Also die Verbindung zu diesem Netzwerk trennen. Das wollen wir jetzt aber nicht, sondern wir wollen die dauerhafte Verbindung halten und wir wollen, dass hier unter Favoriten dieses Laufwerk auch immer angezeigt wird, damit es für uns schöner, einfacher ist. Ja, da kann ich jetzt hier so schön meinen Strich hier positionieren. Das wird hier reingezogen. Und jetzt habe ich hier schon unter meinem Schreibtisch mein Paperless-Laufwerk. Das ist jetzt allerdings erst die halbe Miete. Einen kleinen Schritt machen wir dann noch. Und dafür gehen wir in die Einstellungen. In den Einstellungen müssen wir jetzt sagen, wir möchten dieses Laufwerk Paperless EML beim Systemstart, beim Logon laden. Wir möchten das automatisch zur Verfügung gestellt bekommen. Das kannst du hier machen unter Allgemein, Anmeldeobjekte und Erweiterungen. So, da haben wir jetzt Data Investment Tracker, der darf sich anloggen, das ist eine App. Wir haben Menü Master, das ist die App hier oben, die mir meine Temperatur und das Zeug und meine CPU-Auslastungen anzeigt. Dann nehme ich jetzt hier mein Paperless EML Import und ziehe das einfach hier rein. So, jetzt zeigt er mir das grüne Plus, ich lasse los. Und jetzt habe ich hier drin stehen Paperless EML Import und das Volumen. Damit ist dieser Part für uns jetzt erst einmal erledigt. So, dann wieder zurück zu unserem Beitrag. Diesen ersten Teil haben wir jetzt durch. Server verbinden, da steht auch mal alles drin, Schlüsselbund speichern und so weiter. Alles schön aufgeführt. Den Beitrag verlinke ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung. Erledigt, ab jetzt verbindet sich der Mac automatisch. So, jetzt haben wir ein anderes Problem. Wir haben einen Ordner auf unserem Mac, den wir gern anderen zur Verfügung stellen möchten. Ordner auf Ihren Mac freigeben. Das ist vom Prinzip auch genauso einfach zu handeln und funktioniert genauso über die Einstellungen. Da müssen wir jetzt allerdings was anderes machen. Wir brauchen hier unten das Menü Teilen. Also auch wieder in den Systemeinstellungen allgemein. Dann Teilen. Das Video ist übrigens jetzt schon, falls ihr euch da ein bisschen euch was anderes ist. Es gab ja die große Umstellung iOS 26, Liquid Glass. Ich brauche es ja gar nicht groß zu erwähnen. Die Nummer schlechthin. Es könnte bei euch ein bisschen anders aussehen, falls ihr die iOS 26 nicht auf eurer Maschine drauf habt. Ist okay. Dann müsst ihr halt gucken unter Allgemein und dann Bedienungshilfen oder hier unter alternativ halt schauen, wo das drinstehen könnte. Ich glaube, ich habe es hier im Blogbeitrag auch nochmal irgendwo verschrieben, falls es da andere Probleme gibt. Uns interessiert jetzt die Dateifreigabe. Wir wollen freigeben ein Laufwerk auf unseren Mac. Und dafür musst du hier hinten auf dieses kleine i drücken. Das hier muss eingeschaltet sein und das kleine i, das klickst du an. So, den Ordner Downloads, den habe ich ja versuchsweise schon freigegeben. So, wir fügen hier jetzt einen neuen Ordner hinzu. Wir klicken unten auf das Plus. Mein Mac ist hier ein bisschen überlastet mit dem Aufnehmen und dem ganzen Zeug, aber das macht nichts. Dann sage ich möchte mein Download-Verzeichnis gern freigeben. Sage öffnen. So, und jetzt gehe ich auf Downloads. Und hier habe ich jetzt die Benutzerrechte drinstehen. Admins dürfen lesen und schreiben. Das ist eine Gruppe, die sich an den Zwei-Mann-Skallen. In Ein-Mann-Skal sehe ich Michael Klisner, das bin ich, lesen und schreiben. Alle anderen ist auch wieder eine Gruppe, keinen Zugriff. Das heißt, ich muss so heißen wie ich oder ich muss zu der Gruppe Admins gehören, sonst kann ich darauf nicht zugreifen. Mehr Benutzer habe ich hier allerdings auch nicht zur Verfügung. Dann sagen wir hier fertig und die Sache ist erledigt. Damit haben wir ein Laufwerk freigegeben. Das Laufwerk werden wir dann nachher noch von dem Windows-PC aus nochmal sehen. Und dann gehen wir jetzt rüber zu der Windows-Geschichte. Wir sind mit Mac jetzt soweit durch und machen... So, dann kommen wir zum dritten Teil der ganzen Geschichte. Das ist jetzt Windows-Ordner freigeben. Das ist vom Prinzip auch eigentlich eine rechte Kleinigkeit.
Wie gesagt, der Artikel ist halt, weil die ganzen Sachen aufgeführt sind, etwas ausgiebiger geschrieben. Aber wie gesagt, das braucht uns alles nicht groß zu nerven. Wir brauchen hier einen Explorer. Und ich zeige euch das jetzt mal anhand genau dieses Ordners, den wir freigegeben haben. Da ist Paperless EML Import. Früher hat Windows das hier angezeigt, dass dieser Ordner freigegeben worden ist. Das hat man dann irgendwann weggelassen. Man muss sich das merken und wissen. Und wenn du noch nie zuvor in den Computer warst, dann kannst du ja mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Properties, da ist es. Die gute alte englische Version. Ich muss gerade wieder umdenken. So, Sharing. Das ist jetzt für uns interessant. Hier haben wir den Share eingerichtet. Share MSI Paperless EML Import ist der Freigabename. Den kannst du hier bearbeiten. Und hier kannst du auch wieder die Benutzer vergeben. Das schaut hier anders aus wie auf Mac, aber wir haben wieder unsere gute alte Amanda da. Dann haben wir ausnahmsweise nochmal mich mit Spitznamen und mich mit normalen Namen drin. Das sind also die Personen, die darauf zugreifen dürfen. Das hier ist der Ordner, der Besitzer. Amanda darf lesen und schreiben und ich als Mikey darf natürlich auch lesen und schreiben. Das sind jetzt die Zugriffsrechte für das Share. Windows unterscheidet dann nochmal die Zugriffsrechte für das Share und die Zugriffsrechte für die Sicherheit auf der lokalen Festplatte. Ist ein bisschen trilly, aber es geht alles. So, Advanced Sharing, das brauchen wir nicht. Security, das ist unser Point, den wir hier brauchen. Und hier musst du jetzt quasi sagen, das System, das habt ihr normalerweise drin. Dann muss dein richtiger Name natürlich da drin stehen, die Konten, die du brauchst. Ich habe ein Ding von hier 2 Konten, ich habe die immer alle beide eingebunden, weil Windows hier manchmal mit dem, wie soll ich das so schön formulieren, mit den Berechtigungen manchmal ein bisschen durcheinander kommt, dann irgendwie gewisse Sachen nicht laufen und dann, nachdem ich meinem Hauptarbeitsaccount eigentlich nur ich arbeite, habe ich mich halt einfach zweimal eingetragen, dann ist Ruhe. So, dann siehst du auch hier zum Beispiel, Amanda ist auf MSI/Amanda. Das heißt, dieser Account existiert nicht auf dem MacBook, sondern diesen Account, den ich da verwende, der muss auf diesem Notebook, den ich oder dem PC, den ich verwenden will, vorhanden sein. In dem Fall der MSI-Notebook, da muss der vorhanden sein. Der hilft mir auf meinem lokalen Mac-PC gar nichts. Dann Administratoren ist eine Standardgruppe, die gehört auch nochmal dazu. Gut, das sind die lokalen Berechtigungen, die müsst ihr dazu auch setzen. Close. Und dann hast du das, was ich dir vorhin im ersten Teil gezeigt habe, dieses Netzwerklaufwerk im Mac vom Windows einbinden, EML-Import. Das kannst du nochmal anfangen von dem Video oder am Artikel nachlesen. So, dann wollen wir mal ausnahmsweise jetzt auf ein Mac-Laufwerk zugreifen. Das heißt, wir gehen nochmal kurz zurück auf unseren Safari. Windows-Freigabe auf Mac nutzen, Teil 4. Habe ich da jetzt irgendwas durcheinander gebracht? Okay, das muss ich im Artikel noch korrigieren. Das ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Es ist okay, ich habe mich da irgendwie ein bisschen verhauen, glaube ich. Beim Schreiben, ja, es war ein bisschen viel, kann passieren. So, dann gehen wir jetzt mal auf Netzwerke. Das ist jetzt das, was ich gemeint habe. Ihr werdet hier am Anfang des Videos erklärt keine Linux- oder Mac-Maschinen sehen. Normalerweise würdet ihr unter Windows jetzt hier angeben // MacBook zum Beispiel. Sollte ihr jetzt auch machen. Und da ist er auch schon. Da, MacBooks. Und dann haben wir hier natürlich jetzt wieder zur Auswahl die Dinge. Und hier ist unser Downloads. Das habe ich freigegeben. Ich hätte jetzt noch mehr gehabt, aber ich wollte ja die Freigabe zeigen, wie es geht, wenn man die Freigabe macht. Map Network Device. Da heißt also quasi Netzwerklaufwerk zuweisen. Das würdest du dann machen. Jetzt kommen wir bei Windows wieder zu der schönen Sache. Das gibt es bei macOS und Linux natürlich nicht. Der Laufwerksbuchstabe, der ist hier vorgegeben mit Z. Ja, dann lassen wir einfach mal so. Dann automatisch wieder verbinden beim Neustart. Das heißt, wenn der Rechner mal neu gestartet wird, soll er automatisch wieder verbinden. Dann machst du diesen Haken Reconnect. Also wieder verbinden bei Login. Und Connect using Differential, das kannst du weglassen. Das brauchst du gar nicht. Und dann würdest du jetzt hier sagen Finish. Ich lasse jetzt mal den Standard verbinden raus, weil ich den nicht brauche. Und jetzt habe ich hier ein Laufwerk Z. Download Mike's Notebook, ne, Mike's MacBook und dann Laufwerk Z hier. Dann hast du hier den kompletten
Ordner Z, Downloads, habe ich da so viel Zeug drin? Ja, das ist das Richtige. Ja, da ist Rustdesk und so weiter, das passt alles so. Und trotzdem, dass ich jetzt das Laufwerk hier verbunden habe und es mir angezeigt wird, wird es hier nicht angezeigt. Das ist, ja, das ist einfach so, Leute, da müsst ihr mit leben, da kann man nichts tun. Ja, meine Meinung zu Microsoft ist allgemein bekannt. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem Artikel. Wie gesagt, da habe ich dir auch gesagt, das werde ich hier Punkt 4, Freigabe auf dem Mac nutzen. Da habe ich mich wohl irgendwie, was soll ich sagen, den falschen Teil reingebaut. Ein bisschen mit Copy und Paste geschummelt, dann passiert sowas schon mal. Ich schreibe das noch um, dann ist das für euch in Ordnung und in diesem Video habt ihr jetzt ein bisschen Dings. Die Verbindungen dauerhaft trennen habe ich auch mitgeklärt. Einfach rechte Maustaste klicken, auswerfen oder Verbindung trennen. Ne, ist auch nochmal beschrieben hier, wie das geht. Zugriff verweigert, wenn du hast, dann Berechtigungen prüfen. Auf Mac SMB-Freigabeoptionen aktiviert. Auf Windows Firewall-Einstellungen prüfen. Das ist bei Windows auch öfters mal so ein Ding, wenn man Netzwerke einrichtet, dass was nicht geht. Liegt an der Firewall. Einfach die mal kurz ausschalten. Wenn es dann geht, weißt du, es ist die Firewall. Dann Passwortfrage bei jedem Start. Die Kennwörter einfach speichern lassen, damit du da wirklich auf der sicheren Seite bist. Dann die Computer sind gegenseitig nicht sichtbar. Es sind die guten alten Tipps, die habe ich schon 100.000 Mal ausprobiert. Funktionieren bei mir nicht. Es gibt auch Bonjour von Apple, das kann man sich auf der Windows-Maschine installieren. Dann soll es angeblich auch gehen. Es geht auch nicht. Da hat Microsoft auch wieder was rumgebastelt, habe ich gelesen. Dann allgemeine Sicherheitstipps, so wenig Freigaben wie möglich natürlich machen, muss nicht alles freigeben. Gastzugriff generell ausschalten. Wir haben keine Gäste. Wer Gast ist, hat auf unserer EDV nichts zu suchen. Verwende immer anständige Kennwörter, auch wenn sie manchmal ein bisschen nerven. Ich weiß, aber das ist heutzutage einfach ein Muss. Und dann denk einfach noch an die 3 Regeln, die wir gesagt haben. Immer SMB benutzen, dann funktioniert das auch mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Bewusst Berechtigungen vergeben. Wer darf lesen, schreiben. Und lesen, schreiben heißt auch löschen. Na? Schreiben ist auch drauf kopieren, lesen heißt halt nur angucken. Und die Passwörter für automatischen Zugriff speichern. Das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Sollte dir das Video geholfen haben, würde ich mich einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Sollte dir das gefallen, was ich hier tue und den Kanal gerne von deiner Seite aus unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du auch unten in der Videobeschreibung. Dann solltest du weitergehende Probleme haben, Skripte benötigen, zum Beispiel hier für sowas, hier ein Logon-Skript oder sowas, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Da wird alles supported, vom Notebook, Einzelplatz bis zum Mehrfach-PC, bis zu Firmennetzwerken, ein weltweiter remoter Dienstleister, 25 € die Stunde, Auftrag gegen Rechnung, ohne Hecken, Haken und Ösen, keine Vertragsbindung, keine Mindestvertragslaufzeit oder sonstiges. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Das Video, was jetzt dann nach diesem Video folgt, ist die Geschichte Linux Mint. Wie ihr das in der Linux Mint Oberfläche noch machen könnt, da mache ich ein eigenes Video zu. Das denke ich, werde ich morgen oder übermorgen noch online stellen. Bis dann. Ciao.